Hey, random. Ja, was ist, Klein Timmy? Wieso gibt es keine Pixar-Review oder Pixar-Ranking von dir? Warte mal, Klein Timmy. Ist dir eine wirklich grandiose Idee eingefallen? Ich sollte doch einfach mal ein Pixar-Ranking machen. Oh Gott, ich habe immer gute Ideen. Aber random, das war meine Idee. Hä? Ich habe das doch gecopyrighted. Also falls du etwa behaupten würdest, das wäre deine Idee, dann lügst du einfach nur. Und jetzt viel Spaß im Knast, du Loser. Aber anyway, reden wir doch mal über die Pixar-Filme. Pixar hat etwa einen grandiosen Katalog, der manchmal gemixt sein kann. Von ein paar der besten Filme, beziehungsweise ein paar meiner absoluten Lieblingsfilme, zu manchen Filmen, wo ich sagen würde, ich kann mich noch erinnern, dass ich diesen Film gesehen habe. Also das ist ein Plus, glaube ich, hoffe ich. Gibt es alles bei Pixar. Besonders in der letzten Dekade war doch etwa Pixar ein gemixtes Paket. Paar Disclaimer vorweg, hier kann es natürlich zu Spoilern kommen, wie bei jeder Review von mir. Es handelt sich ja auch natürlich über nur meine Meinung in diesem Video. Also falls ihr eine andere habt, schreibt die doch gerne mal in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren, wie ihr die Pixar-Filme ranken wollt. Und es werden natürlich etwa keine Shorts inkludiert oder Pixar-Serien oder so welche Filme wie Planes, da die etwa nicht von Pixar kommen. Wir reden nur über die 26 Core-Pixar-Filme, nicht weniger, nicht mehr. Aber kommen wir doch mal zu meinem letzten Platz. Und ich muss wirklich zugeben, dass ich etwa große Probleme hatte, die letzten Filme bzw. Plätze zu ordnen. Aber ich denke mal, ich bin auf einen guten Nenner gekommen. Und mein letzter Platz ist, vielleicht auch kontrovers, aber A Bug's Life, beziehungsweise das große Krabben. Und jetzt mal eine Frage an euch. Wie viele Leute können sich noch an diesen Film erinnern? Wisst ihr noch etwa viele Dinge von diesem Film? Schreibt das doch gerne in die Kommentare, denn ich möchte das wirklich etwa herausfinden bzw. sehen. Denn das große Krabben ist für mich etwa der vergessene Pixar-Film, der selten erwähnt wird, wirklich. Ich meine, es werden die guten, die schlechten, die mittelmäßigen Pixar-Filme erwähnt, aber von den großen Krabben wenig bis kaum eine Spur. Und ich kann irgendwie verstehen, warum. Denn dieser Film ist wirklich vergessenswert. Und das ist jetzt kein Sorg von mir. Ich habe diesen Film etwa gerewatcht für dieses Ranking und muss etwas zugeben. Ich weiß wenige Sachen noch von diesem Film. Beziehungsweise kleine Details, solche Dinge. Ich weiß natürlich die grobe Handlung noch, zu sehr kommen wir gleich. Aber abseits von so einem kleinen Gag mit diesem Wurm, wie etwa 2 Flügel bekommt, als er zum Smetterling wurde, der ganz nett war, aber jetzt auch nicht das Wahre war, weiß ich wenige Details von diesem Film. Der Film hat zu viele Klischees auch einfach nur. Ich meine, die Trope, du hast uns alle verarscht und jetzt sind wir super mad auf dich, aber du wirst uns am Ende doch retten. Trope wurde hier eingenutzt. Und dieses Trope nervt mich einfach nur. Und der Film macht auch nichts Neues mit dieser Trope. Es ist halt einfach nur die typische Trope. Vielleicht war das in den 90ern etwa was Besonderes, wie ich auch etwas so mal bei meinem Duck-Part etwa beim ersten Nicktoons der 90er Jahre erwähnt habe. Aber heutzutage kann man etwa das wirklich nicht über sich mehr anschauen, weil diese Klischees wurden etwas von hunderttausende Mal gemacht und teilweise sogar mal besser. Aber da dieser Film etwa einer der ersten Pixar-Filme ist, gebe ich noch diesem Film einen Pass. Es ist kein schlechter Film per se, aber ein sehr vergessenswerter, sehr planender und auch nicht wirklich rewatchable-hafter Film. Paar nette Ideen, paar nette Elemente, aber wirklich nicht das Wahre. Aber hey, immerhin war das einer der ersten Pixar-Filme, auch wenn man sich fragen muss, wie dieses Downgrade passieren konnte. Immerhin hatten wir als ersten Pixar-Film fucking Toy Story. Kommen wir doch mal zu Platz 25 und ich muss zugeben, Platz 24 und 25 habe ich oft songiert, aber ich denke mal, ich bin auf einen guten Nenner gekommen. Also reden wir doch mal über Brave, aka Merida, aka der erste Pixar-Film und auch einzige Pixar-Film, der eine Disney Princess in Anführungszeichen hat. Und holy shit, was ist da nur passiert? Brave, aka Merida, hat wirklich großes Potenzial gehabt, aber die Produktion war gerade keine der besten. Warte mal, erstmal die Regisseurin Brenda Chapman, die etwa einen ganz kleinen Film gemacht hat. Ich glaube, ihr habt den noch nie gesehen, noch nie gehört, The Prince of Egypt, und sie wurde dann einfach gefeuert und wurde ersetzt mit einem anderen Regisseur, der irgendwie etwa nicht verstanden hat, was der Punkt dieser Story war, was man etwa sehr stark gemerkt hat. Dieser Film hätte wirklich einer der vielleicht sogar besten Pixar-Filme sein können. Der Film hat etwa ein interessantes Setting, eine interessante Grundidee, aber holy shit, man hat mal das wirklich verkackt. Und ich bin wirklich traurig darüber, denn ich möchte immer Pixar etwa gewinnen sehen mit ihren Filmen. Und ich hätte wirklich etwa das geliebt, wenn Merida etwa einer der Top-Picks für mich wäre. Aber leider kann ich das nicht sagen. Und oh Junge, die Probleme ranken sich einfach nur hier. Ich meine, zum einen fühlt sich etwa Merida so an, als wäre das ein DreamWorks-Film, Try of Heart, und etwa nicht so ein DreamWorks-Film wie Prince of Egypt, sondern etwa ein DreamWorks-Film mit diesem nervigeren Humor, der etwa overused worden ist in den frühen 2000er DreamWorks-Filmen. Und oh, was sehe ich da? Dieser Film kam in den fucking frühen 2010er. Also, warum Pixar? Warum? Der Plot, ja, wir haben etwa einen Plot, geht etwa um eine Mutter-Tochter-Beziehung, die etwa wirklich interessant sein hätte können. Aber damit wird irgendwie nicht sehr viel gemacht. Man hat mal zu sehr versucht, etwa Comedy reinzubringen. Dieser Film hätte wirklich was Gutes werden können. Die Grundidee war da, man hatte mal eine wirklich
gute, talentierte Regisseurin hinter diesem Werk, beziehungsweise auch Drehbuchautoren, glaube ich, beziehungsweise ich denke mal, die hat das Drehbuch auch geschrieben, bin mir gerade da nicht so sicher. Und dann feuert man sie einfach und ersetzt sie einfach mit einem Typen, der irgendwie keine Ahnung hat, was der Punkt ihrer Story ist und wirklich etwa einen sehr, sehr, sehr mäßigen Dreamworks-Film abgeliefert hat. Weil sogar schlechter als ein paar der Average Dreamworks-Filme. Was soll ich sagen? Natürlich bewerte ich den Film an sich, aber einfach das Wissen, dass wir etwa wirklich eine Perle von Pixar wieder gekriegt hätten, mit so einem interessanten Setting, macht mich irgendwie sehr traurig. Und ich muss auch zugeben, dieser Film hat eigentlich nur diesen Platz gekriegt, weil ich kann mich wenigstens noch mehr erinnern an ein paar Details. Auch wenn es nicht im Guten ist, definitiv nicht im Guten. Aber kommen wir doch mal zu meinem Platz Nummer 24 und da geht es vielleicht etwas bergauf. Aber kommen wir doch mal zu meinem Platz 24 und wie schon erwähnt, ich musste jonglieren, was jetzt von nun Platz 25 und eben 24 wird. Aber kommen wir doch mal einfach zu The Good Dinosaur. The Good Dinosaur ist ein Film, der mich auch irgendwie langweilt. Für mich galt es für eine lange Zeit als schlimmsten Pixar-Film und nach dem Rewatch muss ich sagen, bin ich immer noch kein großer Fan von diesem Film, aber ich sehe ihn etwas besser an als ein paar andere. Er hat mich nicht zum Tode gelangweilt, wie Bugs Life manchmal, oder er war jetzt auch nicht so vergessenswert. Er war jetzt auch nicht etwa so frustrierend wie Brave, auch wenn er natürlich etwa auch unter vielen Production-Issues litt. Und das merkt man teilweise auch sehr. Anders als zum Beispiel bei einem Film wie Solo, merkt man das nicht wirklich direkt, aber hier merkt man das durch und durch. Vielleicht war da ein gutes Skript dahinter, eine gute Grundidee, aber da wurde nicht wirklich viel gemacht. Ich meine, das Konzept Manson und Dinos leben zusammen, das hätte was sein können. Aber hier hat man einfach gesagt, was ist, wenn wir den Manson-Jungen zu einem fucking Hund machen? Beziehungsweise, dass er sich nur wie ein Hund verhält. Und oh boy, das hat wirklich nicht gut funktioniert. Arlo und Spot sind etwa quasi nicht die schlimmsten Hauptfiguren, die ich je gesehen habe, aber definitiv bland und gerade nicht etwa die sympathischsten oder mit denen ich sehr viel Empathie habe. Und dieser Film leidet unter vielen Pacing-Issues, Struktur-Issues und so weiter. Ich meine, was ist jetzt nur etwa wirklich die Story von The Good Dinosaur? The Good Dinosaur hat irgendwie keine Story. Und bei manchen Filmen kann das vielleicht funktionieren. Hier funktioniert es definitiv nicht. Und generell, manche Entscheidungen waren sehr seltsam. Ich meine, der Vater stirbt in klassischer Lion King-Manier, nur ist das hier viel weniger emotional. Und irgendwie wird es auch etwa verneint, dass es möglich ist, da sowas ähnliches etwa zu Arlo später in diesem Film passiert. Aber er hat das überlebt, also warum ist der Vater tot? Um etwa Konflikt irgendwie da reinzukriegen? Damit vielleicht Arlo etwa einen Grund hat, etwa Spot nicht zu mögen und dann auch später mit ihm high wird und sie es dann etwa mögen. By the way, warum war diese eine Drogenszene, nenne ich mal, überhaupt in diesem Film? Ich werde es nie verstehen. Es war experimentell freudig, ja, aber es war wirklich nicht zu gebrauchen, einfach nur. Aber naja. Bei The Good Dinosaur kann ich wirklich etwa nur an eine Szene denken, die wirklich etwa viel Herz hat, beziehungsweise etwa die richtigen Emotionen hittet. Und das ist etwa die Szene, wo Arlo und Spot etwa erklären, was mit ihren Familien passiert ist, aber halt das nicht etwa in Worten sagen, natürlich, sondern einfach nur mit Stickfiguren. Und die Szene ist wirklich wunderschön. Wir haben ja auch bei Brave eine gute Szene und die hatte ich sehr auch, aber hier ist die Szene teils doch viel besser und viel emotionaler. Es ist irgendwie schade, dass The Good Dinosaur nicht etwa so gut ist, wie der Titel etwa vermuten mag. Hahaha, witziger Witz aller Zeiten, ich sollte den Comedy-Preis kriegen. Aber abschließend kann ich nur sagen, The Good Dinosaur hat so viele Probleme, dass er wirklich nicht etwa gut als Film funktioniert. Vielleicht hätte er davor funktioniert, wenn man diesen Film mehr Zeit gelassen hätte. Aber so in dieser Form funktioniert er einfach wirklich nicht. Er hat wenige Emotionen, er hat wenig Interessantes zum Pixar-Mythos hinzugefügt. Und ich frage mich immer noch, warum zum Fick kann Disney oder Pixar oder irgendein Studio, was von Disney gehört, keinen guten Dino-Film machen? Also wirklich, ich frage mich das. Was habt ihr gegen Dinos? Disney, Pixar und wer auch immer. Was habt ihr gegen fucking Dinos? Ich weiß jetzt nicht, ob das eine kontroverse Meinung ist, aber für mich ist The Incredibles 2 vermutlich das schlimmste Sequel, Prequel, Spin-off, was auch immer, was Pixar je gemacht hat. Per se kein etwa Film, wo ich wirklich sagen würde, das ist das Schlimmste, was Pixar je gemacht hat. Das ist das grausamste, schlimmste, ekelhafteste, was je ein Filmstudio gemacht hat. Aber definitiv kein Film, wo ich sagen würde, dass die lange Wartezeit wirklich etwa wertvoll war. Und nach diesem Film muss ich sagen, ich bin mir noch nicht mal so sicher, ob ich etwa gerne etwa ein Incredibles Sequel gekriegt hätte, wenn das etwa das Level ist. Denn nicht nur ist der erste Incredibles-Film ein wirklich fantastischer Film, der etwa die Fantastic Four mehr Sastes gibt als jede Fantastic Four-Verfilmung. Nicht nur ist The Incredibles 1 einer der besten Pixar-Filme, nicht nur ist der Typ hinter The Incredibles und auch den Sequel Brad Bird auch der Typ, der etwa The Iron Giant oder Ratatouille gemacht hat. Nein, dieses Sequel hätte wirklich Potenzial gehabt, denn man hätte mal wirklich viel aus dieser Welt machen können. Aber was hat man damit gemacht? Genau, ein Twist-Villain, paar Charakterdesigns von NPCs, wo man sich denken könnte wirklich,
Allerdings sind die vom selben Film und auch bei den Main-Charakteren sieht die Animation etwas seltsam aus. Und man kann mal gut vermuten, dass es vermutlich daran liegt, weil dieser Film eigentlich 2019 erscheinen sollte, aber ein Jahr davor verschoben wurde, da Toy Story 4 etwa ein Jahr nach hinten verschoben wurde. Und ich muss dann sagen, Respekt an die Crew, dass sie etwa dennoch irgendwie einen passablen Film dabei herausgekriegt haben. Auch wenn ich jetzt nicht verstehen kann, warum einfach nicht ein Jahr ohne einen Pixar-Film ausgekommen wäre und dann etwa 2 im nächsten Jahr gehabt hätte. Aber sei es drum. The Incredibles 2 fühlt sich sehr stark an, als wäre das nur etwa eine Ansammlung für Fillers für eine The Incredibles Show. Und das ist kein gutes Kompliment für irgendeinen Film. Der Main-Plot, also Elastigirl-Plot, hat zwar ein paar nette Action-Scenes, ein paar nette Momente, aber ich kann sowohl etwa nicht mit den neuen Superhelden-Charakteren viben, als auch mit der Schurken von diesem Film. Und generell dieser Film, was soll man sagen, ist sehr enttäuschend. Es ist sowohl kein gutes Sequel zu The Incredibles, weil es auch etwa teilweise Charaktere wie Bob oder Flash sehr stark flannerized. Es ist auch kein wirklich guter Film, da dieser Film wirklich paar Pacing-Issues auch manchmal hat und generell mit der Struktur nicht der allerbeste ist. Und es ist auch kein wirklich sehr guter Pixar-Film, da auch wenn die Animationen wirklich gut sind, eben wie gesagt etwa ein paar der Charakterdesigns wirklich out of place wirken. Und wie gesagt auch noch bei den Main-Charakteren ab und zu. Aber hey, I guess, es gibt eine gute Sache an diesem Film. Es hat uns nämlich das Uncanny Mr. Incredible Meme gebracht. Also I guess, yay. Wie ihr merken könnt, ich bin gerade nicht wirklich begeistert über diesen Film zu reden. Also kommen wir doch mal zum nächsten Platz, der mich auch jetzt nicht wirklich begeistert hat und auch eher mehr enttäuschend war. Lightyear war enttäuschend. Dabei hatte ich etwa nicht die größten Erwartungen an diesen Film und dachte mir, ja, das könnte nett sein. Das Toy Story Franchise hatte immer einen guten Track Record von der Qualität her, auch bei den Kurzfilmen oder Specials, wie auch immer ihr die nennen wollt. Und dann habe ich etwa Lightyear gesehen und oh boy, was ist da nur passiert? Lightyear ist für mich etwa die Definition von Average. Und Average kann für manche etwa was nicht so slashig sein, für mich dagegen ist es sehr langweilig. Average ist ein solider Film, der sowohl mich nicht etwa sauer macht oder glücklich macht, wo ich mir nicht denke, das ist ein wirklich grandioser Film, wo ich mir nicht denke, das ist ein schlechter Film. Nein, ich denke mir, okay, der Film existiert, er ist solide, ja, Lightyear hat seine Probleme. Ich meine, diesen einen Twist, der könnte uns etwa ein paar Fragen, die etwa nicht gerade so angenehm sind, sich zu fragen, bringen. Und generell, was zum Teufel? Was zum fucking Teufel? Lightyear hat was wirklich Größeres versprochen. Die Animationen sind impressive und sehen auch wirklich gut aus. Und Lightyear hat quasi uns einen Anfang gegeben, aber keinen wirklichen Hauptteil oder Ende. Es ist ein Status für ein Franchise, was man sehr stark merkt, dass man etwa damit ein kleines Franchise aufbauen will. Und so sollte man etwa keinen Pixar-Film angehen. Klar, wir hatten Sequels, Prequels oder auch Spin-offs zu anderen Pixar-Filmen, aber die kamen viel später und man merkt mal, dass bei manchen wurde das aber sehr gut intrigiert. Bei diesem Film merkt man wirklich, wir wollen ein Franchise aufbauen, Und meine Güte, es hätte vielleicht funktioniert, aber in dieser Form wirklich nicht. Und so richtig viele Wörter habe ich zu diesem Film auch nicht zu sagen. Es ist halt ein Average-Animationsfilm, weder schlecht noch gut, weder erinnernswert noch etwa zum Aufregen wirklich gut. Es ist halt einfach average. Und das ist manchmal vielleicht sogar das Schlimmste, was man über einen Film sagen kann. Ich kann definitiv etwa respektieren die Leute, die an diesem Film gearbeitet haben. Ich kann definitiv eine Vision sehen. Aber zum Teil denke ich mir, irgendwas war da, beziehungsweise irgendwie war dieser Film, anders als die anderen Pixar-Filme aus dieser Dekade, irgendwie mehr ein Produkt, statt wirklich ein Film. Mache ich damit Sinn? Ich weiß es wirklich gerade nicht. Aber für mich fühlt sich Lightyear eher mehr so an, als würde man etwa noch einmal wirklich versuchen, mit den Toy Story Franchise irgendwie Kohle zu machen. Und es ist denen auf jeden Fall nicht geglückt. Kein schlechter, kein guter, einfach nur average. Cars ist kein schlechter Film, aber auch kein guter. Er hat zwar ein paar gute Momente, vor allem die mit Hudson, aber sonst versucht der Film uns dazu zu bringen, dass wir die Townsfolk, also die Leute aus dieser Stadt, mögen. Und irgendwie mag es die nicht und vibe mit denen nicht. Der Comic Relief von diesem Film hat paar gute Lines nach 40.000 Versuchen. Und oh wow, Owen Wilson spricht die Hauptfigur und sagt bestimmt kein Wow. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Ich möchte Klage bringen, Pixar. Ich möchte eine große Klage bringen darüber. Cars ist, wie gesagt, ein okayer Film. Vielleicht wäre er höher im Ranking, aber ich interessiere mich halt wirklich nicht so viel Rennfahren. Und der Schurke ist zwar okay, aber sehr monoton. Das Ende ist zwar awesome wie Lightning McQueen, das fast kaputte Auto hilft, statt etwas zu siegen, aber sonst keine Ahnung. Was bleibt mir noch mehr zu sagen über Cars, außer ein solider Film, der
der mich noch weniger jucken könnte als ein anderer Pixar-Film. Nummer 19, Cars 3. Wenn man sich Cars 3 anschaut, denkt man fast so, dass das so wie der erste Teil ist. In vielen Aspekten erinnert es an den ersten Teil. Es ignoriert den zweiten Teil komplett. Somit hat er natürlich etwa ein paar Vorteile gegenüber dem zweiten Teil. Es ist ein richtiges Sequel zum ersten Teil und wir sehen etwa weniger von den Stunt-Leuten bzw. den Stunt-Autos, die mir weniger am Arsch vorbeigehen könnten beim ersten Teil. Das finde ich ziemlich gut an Cars 3. Was ich nicht so gut finde an Cars 3 wäre, dass man etwa sagt, dass Lightning McQueen so alt wäre, obwohl er eigentlich noch so jung aussehen würde, als wäre er aus dem ersten Teil. Vielleicht altert Autos ja anders im Cars-Universum, wer weiß. Es hat auf jeden Fall interessante Aspekte mit dem Legacy-Part. Das supporte ich auf jeden Fall und es baut etwa wirklich coole Szenen ein und hat eine gute Message, dass man auch, wenn man etwa eine Sache, die man davor so sehr geliebt hat, nicht mehr hundertprozentig so ausführen konnte, immerhin irgendeinen Aspekt finden kann, den man noch ausführen kann. Das fand ich ziemlich knorke. Cars 3 ist definitiv ein Sequel zu Cars und mehr gibt's da auch nicht zu sagen. Es macht, was ein gutes Sequel machen soll. Es verbessert die Dinge, die im vorherigen Teil nicht funktioniert haben und es ignoriert Cars 2, als wäre es nie passiert. Aber ist Cars 3 wirklich ein würdiges Ende für die Sex-Ikone Lightning McQueen? Natürlich. Was mich stark verwundert. Das Cars-Franchise gehört zu einem der intellektuellsten Franchises aller Zeiten. Das gibt einen Daumen nach oben, ein Improvement. Auch wenn ich es seltsam finde, dass der Circle einfach nur der Circle aus Teil 1 ist, nur mit anderer Farbe und weniger Samen. Aber hey, es war wenigstens besser als Cars 1 und mich haben die Charaktere mehr interessiert. Auch wenn mehr Cassaus diesen Film zu einem Meisterwerk gemacht hätten, à la Citizen Kane. Aber hey, kommen wir doch mal zur nächsten Nummer. Ich weiß. Bestimmt werde ich jetzt dafür gesteinert, aber lasst mich erklären. Persönlich gesehen finde ich Cars 2 den besten Cars-Film von allen drei. Und ja. Wenn man so betrachtet, ist Cars 2 von allen Filmen vielleicht sogar der beste Pixar-Film. Aber fuck, es ist meine Liste, es ist meine Meinung und da fließen auch viele Faktoren rein. Cars 2 ist kein guter Film. Cars 2 hat viele Probleme und als Sequel zum ersten Cars, der doch sehr grounded war, ist es eine sehr seltsame Wahl. Aber Cars 2 ist so verdammt unterhaltsam. Also wirklich, Cars 2 hat hier einfach eine Spy-Story und holt einfach den Comic Relief vom ersten Cars-Film und versucht irgendwas daraus zu machen. Funktioniert es? Nicht wirklich, aber ist es unterhaltsam? Definitiv. Cars 2 ist so dieser kleine Pixar-Film, wo man sagen könnte, was ist da nur passiert? Was zum Fick ist da nur passiert? Aber man kann einfach nicht wegblicken von diesem Film und irgendwie etwas lachen oder etwas schmutzen haben. Es ist kein guter Film, es ist definitiv auch kein gutes Sequel zum ersten Cars oder ein gutes im Sinne davon Prequel zum dritten Cars-Film, aber es ist einfach unterhaltsam für mich. Und was soll man sagen? Die Animationen sind etwa wie wir bei Pixar es gewohnt sind, doch ziemlich gut. Die Story dagegen, wie schon erwähnt, eine Bonker-Story mit diesen ganzen Spy-Kram und so weiter. Und auch die Motivation vom Circle, wozu es etwa ein wirklich gutes Meme gibt, was ich einfach mal hier einblenden werde. Ja. Ich weiß. Ich sollte mich schämen gehen, dass ich etwa Unterhaltungsfaktor in Cars 2 gefunden habe. Aber für mich ist das wirklich so einer dieser Filme, den könnte ich mir anschauen und mir dann einfach etwas lachen haben. Es ist kein Film wie Spider-Man 3, der etwa wirklich ein paar sehr unterhaltsame und witzige Momente hat, aber dennoch etwa wirklich ein paar wirklich rührende Momente auch hat. Er ist weit davon entfernt, sehr weit davon entfernt, aber es ist einer so dieser Filme, wo ich sagen kann, den könnte ich mal anschauen, um mich einfach mal tot zu lachen. Es ist vielleicht nicht der witzigste Film, aber definitiv etwa ein Werk, wo man sich etwa wirklich einmal den Kopf fassen kann und lieber einfach dieses Chaos genießen und darüber lachen sollte. Onward ist für mich ein Konfliktfall. Denn zum einen kann ich etwa viele Ideen sehen, die mir gefallen, die was Interessantes aufbieten. Zum anderen muss ich sagen, irgendwie finde ich Onward ist ein Film, der etwa viel Potenzial versenkt. Zuerst mal, es gibt viele grandiose Ideen in diesem Film. Die Grundidee ist wirklich brillant. Eine Welt voller magischer Wesen, die aber irgendwie etwa vergessen haben, wie man etwa die Magie nutzen kann und so weiter. Ist wirklich eine Bombe-Idee für ein Setting. Und die Idee, eine Story zu erzählen, wo etwa der kleinere Bruder erkennt, dass der größere Bruder eben quasi für ihn sein richtiger Vater in Anführungszeichen ist und dass er eben etwa seinen richtigen Vater jetzt nicht etwa wieder treffen
laufen muss, ist wirklich etwas schön gemacht worden. Nur die Reise dahin ist etwas holprig. Es gibt paar wirklich spaßige Momente in diesem Film und paar eher mäßige Momente. Generell, ich liebe wirklich die Ideen von diesem Film, aber die Umsetzung zwangt für mich in vielen Aspekten. Ich mag etwa Tom Holland, er gibt eine gute Performance ab in diesem Film, auch wenn es eher mehr solide ist und etwa nicht an seine Spidey-Abenteuer rankommt und er vielleicht etwa noch etwas Erfahrung braucht beim Voice Acting. Denn man merkt mal schon, es ist halt eben eine Celebrity Voice und keine Professional Voice, wo ich ja immer Professional eher mehr bevorzuge, aber er macht einen soliden Job. Selbst kann ich jetzt nicht sagen für Chris Pratt, aber für unterschiedliche Gründe. Chris Pratt hat eine wirklich gute Performance gegeben in The Lego Movie mit seiner Stimme und mit dem Mario Movie sieht das wirklich so aus, als würde er sich kaum bis gar nicht Mühe geben. Was schade ist, da er etwa in Lego Movie gesagt hat, dass er wirklich eigentlich halbwegs eine gute Performance abgeben kann im Voice Acting Sektor. Mit diesem Film ist es ein Mittelfall, denn irgendwie hätte jemand wie Zack Black wirklich besser gepasst in der Rolle des größeren Bruders, denn Chris Pratts Stimme passt einfach nicht zu diesem Charakter, auch wenn er eine, sagen wir mal so, okayste Performance abliefert mit diesen. Aber hey, es war definitiv nicht sein Mario, was so mal etwa ein Improvement ist, denn sein Mario, holy fucking shit, klingt bisher sehr gelangweilt. Aber was soll ich sagen, ich setze Onward dennoch irgendwie. Es bringt etwa wirklich kreative neue Ideen, die ich wirklich mag, aber die Umsetzung lässt etwas münzen und wenn die vielleicht etwas besser gewesen wäre, wer weiß, vielleicht wäre Onward wirklich einer der besten Pixar-Filmen. Auf jeden Fall ist der etwa für mich paar Plätze über paar eher weniger so guten Sequels oder paar so eher weniger so guten oder interessanten Pixar-Filme, da er zumindest etwa es versucht. Und natürlich etwa immer ab und zu etwa wirklich gute Momente einfach hat. Schreibt doch gerne mal eure Meinung zu Onward in den Kommentaren, denn das würde mich bei diesem Film auch sehr stark interessieren. Denn ich denke, dieser Film hat eine Love it or hate it Crowd. Oder vielleicht auch etwa jemand so wie ich, der mehr in der Mitte steht mit diesem Film. Finding Dory ist ein seltsames Pixar-Sequel und generell ein seltsamer Pixar-Film. Denn zum einen denke ich, dass es definitiv keiner der schlechteren ist. Zum anderen denke ich aber auch nicht, dass es einer der besten Pixar-Sequels, Spin-offs, was auch immer ist. Es ist halt etwa wirklich die goldene Mitte. Und es kann für manche etwa was Gutes sein, für andere dagegen etwas schwierig zu bewerten. Aber generell, wenn wir auch später zu Findet Nemo kommen, muss es etwa ein paar Dinge gestehen zu diesem Franchise oder zu dieser Duology, die bestimmt nicht etwa viele mögen. Aber reden wir doch erstmal über Finding Dory. Finding Dory ist etwa ein Sequel, was uns etwa Dory, den Comic Relief auf den ersten Film, in die Hauptrolle bringt und Holy Bowly, die sogar besser in diesem Film als im Original. Zumindest ist die manchmal nicht so nervtötend wie im Original, was manchmal etwas störend sein kann. Man hat mal Dory mehr Charakter gegeben, mehr zu tun gegeben und hat wirklich etwa den Spotlight auf sie gebracht. Und das finde ich gut. Man hat mal etwa sich ans Ziel genommen mit diesem Film und es auch erfüllt. Was ich mal nicht so gut finde, ist, dass Marlon und Nemo natürlich etwa eine Rolle in diesem Film haben, aber irgendwie zwei andere Charaktere, die ersetzen könnte und der Film würde sich jetzt auch nicht so stark ändern. Aber gut, ihre Rolle wurde etwa relativ kurz gehalten, was zwar ja natürlich gut ist, da man etwa den Spotlight auf den anderen Charakter setzen will, aber naja, vielleicht hätte man etwas mehr aus diesen zwei Charakteren herausholen können oder ein bisschen mehr gezeigt von denen. Ich meine, es ist immer noch etwa ein direktes Sequel auf eine Art und Weise zu Finding Nemo. Also das fand ich schon etwas seltsam, beziehungsweise eher weniger so gut. Aber was soll ich sagen? Genauso wie der Original hat er viele spaßige Side-Characters. Natürlich kommen die an die originalen Side-Characters nicht dran, aber die machen Spaß. Und was ich etwa auch sehr an diesem Film setze, ist etwa quasi die Message, die mehr oder weniger subtil ist. Denn wir sehen in diesem Film viele Charaktere mit einer Disability. Und es wird etwa gesagt, beziehungsweise auch gezeigt, dass diese Disability die etwa halt nicht etwa verhindert, das zu sein, wer sie sind. Beziehungsweise, dass diese Disability die etwa nicht verhindert, einfach ihr Leben zu leben. Und das supporte ich. Und der Charakter von Hank, ich vermute, ist etwa einer meiner absoluten Lieblingscharakteren aus dieser Duology. Was bleibt mir zu sagen, außer es ist ein wirklich gutes Sequel. Es ist vermutlich sehr overhated, muss ich sagen. Ich meine, ich habe schon sehr viele Leute gesehen, die etwa gesagt haben, boah, dieses Sequel, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber mittlerweile wird es jetzt nicht mehr so sehr geflamed und viele Leute können etwa mehr Gefallen an diesem Sequel finden, was ich gut finde. Denn es ist ein spaßiges Sequel. Natürlich kommt es etwa nicht an die Höhen des Originals an, zumindest größtenteils. Es gibt natürlich ein paar Key-Scenes, die etwas so an das Original drankommen, finde ich. Und natürlich ist es jetzt nicht das perfekte Sequel, wo man sagen kann, beziehungsweise rein kann, das ist besser als das Original. Das hat die Welt 100%ig geraucht. Aber dafür, was es sein will, macht es seinen Job eigentlich gut. Also ein Daumen hoch für Finding Dory, auch wenn es eher mehr ein mittlerer Pixar-Film für mich ist. Kommen wir doch mal zur nächsten Nummer. Findet Nemo ist ein sehr ikonischer Film von Pixar und ein großer Favorit unter vielen von den ganzen 2000er Pixar-Filmen. Und was soll ich sagen? Ich mag den Film auch, aber für mich hat er irgendwie nicht dieses besondere Flair, wo ich etwa sagen könnte, über diesen Film könnte ich 100 Stunden lang reden. Wie bei ein
Wall-E, wie bei Ratatouille oder sogar auch wie bei The Incredibles. Nein, der Film unterhält gut, er macht Spaß, er hat unterhaltsame Side-Characters, gutes Comedy-Timing, sympathische Charaktere, wenn die sympathisch sein sollen, oder auch halt andersrum, wenn die unsympathisch sein sollen. Eine impressive Unterwasserwelt, die auch noch heutzutage sehr impressive und gut aussieht. Einen ikonischen Status, ich meine, Nemo ist wirklich etwa eines der wohl ikonischsten Figuren bei Pixar. Und natürlich etwa auch eine gute Entwicklung zwischen Marlin und etwa sein Sohn Nemo. Es macht Spaß, auf dieser Reise zu gehen, wo etwa Marlin und Dory, die manchmal etwas too much sein kann, Nemo suchen, beziehungsweise suchen, wo er sein könnte. Es macht wirklich Spaß. Und mehr dazu gibt es halt auch nicht für mich zu sagen. Es ist ein spaßiger, unterhaltsamer Film, der für mich etwas allerhöchstens den besonderen Flair von manch anderen Pixar-Filmen legt. Das ist natürlich etwa kein Kritikpunkt an den Film als solches, aber für mich ist das etwa einer dieser Filme, wo es etwa nur ein paar Wörter etwa verlieren kann und das war's. Ich hoffe mal, versteht mal, was ich meine und interpretiert mal das nicht etwa in einer negativen Art und Weise. Ich mag den Film immer noch, aber für mich ist es keiner der Top-Contender bei den Pixar-Filmen. Aber anyway, springen wir doch mal zum nächsten Platz, denn so viel zu diesem Film habe ich jetzt nicht mehr wirklich zu sagen. Den ersten Toy Story-Film kann man nur respektieren. Nicht nur war das der erste fully CGI-animierte Animationsfilm in Kinolänge, nicht nur war das erste Outing von Pixar, wo die ersten Film-Outings oder besonders die von Animationsstudios doch eher mehr schwach sind im Vergleich etwa zu den anderen Beiträgen in deren verschiedenen Katalogen. Hierbei ist das definitiv nicht der Fall. Es war wirklich ein Banger First Outing. Beim First oder wie auch immer man das sagen kann, Second Try, war dieser Film etwa von Scratch mehr oder weniger mit vielen Punkten verarbeitet bzw. bearbeitet werden musste in der Produktion. Die sogenannte Black Real Friday Version, was ein komplett anderes Thema ist für ein anderes Video vielleicht mal. Aber was taugt denn nun etwa der erste Toy Story Film nach fast über 30 Jahren? Nun sehr vieles, denn zum einen bildet es etwa die Foundation für ein grandioses Universum und für grandiose Sequels, die später kamen, die meiner Meinung nach vielleicht ein paar der besten Film-Sequels aller Zeiten sind. Nicht nur hat etwa grandiose Charaktere eingeführt wie Woody oder Buzz, die etwa eine grandiose Chemie haben. Und nicht nur ist dieser Film überraschenderweise, wie ich das bei diesen Reboots gemerkt habe, extrem witzig und hat fantastisches Comedy-Timing. Nein, der Film unterhält auch wirklich gut. Und was soll ich sagen? Es wurde schon fast alles über diesen Film schon gesagt. Es ist ein Klassiker und zu Recht ist es ein Klassiker. Sowohl für die Animationslandschaft als auch für Pixar ein sehr bedeutender Film, wo ich sehr froh bin, dass dieser existiert. Denn wer weiß, vielleicht wäre Pixar in der Form, wie wir es heute kennen, nie passiert. Und dann wären zwei meiner absoluten Lieblingsfilme vielleicht niemals etwa entstanden. Und das wäre wirklich schade. Aber abseits von diesen ganzen wichtigen Sachen, die dieser Film gebracht hat, ist es auch einfach ein sehr guter Film. Natürlich, er ist etwas gealtert mit den Animationen. Und ich bin auch kein so großer Fan von Sid, denn der kann wirklich nerven und sollte ja natürlich nerven. Aber manchmal geht es mir wirklich auf den Keks, ihn zu sehen. Und seine sehr weirden Fantasien, was er mit den Spielzeugen macht. Und auch die Human Designs von vielen sind etwas cursed, also war es etwa eine sehr gute Entscheidung von Pixar, sich auf Spielzeuge anstatt Humans, also Menschen, zu konzentrieren. Denn so konnte man etwa die CGI-Animation für Menschen perfektionieren später. Aber naja, was soll ich etwa noch sagen zu Toy Story 1, was nicht alles schon gesagt worden ist. Grandiose Chemie zwischen den zwei Hauptfiguren, grandiose Foundation und einen großen Haufen an Respekt verdient dieser Film. Ab, beziehungsweise oben, ist ein kniffliger Fall zu reviewen. Nicht nur hat es einen besonderen Filmtitel, wo man etwa genauer googeln muss, damit man irgendwas über den Film herausfinden kann. Nein, es ist auch einer dieser Filme mit einem besonderen Ruf. Ein sehr trauriger Film, wo man hundertprozentig weinen wird. Und auch wenn ich etwa jetzt nicht geweint habe bei diesem Film, ist dieses Opening wirklich wundervoll. Nicht nur ist es etwa so beliebt dadurch, nein, es ist einfach wirklich wundervoll und erfüllt die eine große cinematische Regel im Kino. So, don't tell. Eine wunderschöne, aber tragödische Liebesgeschichte, ohne Wörter erklärt, einfach nur mit schönen, wunderschönen Bildern. Wirklich sweet. Und dann haben wir den Rest des Filmes, der, versteht mich nicht falsch, nicht schlecht ist, aber jetzt einfach nicht die Erwartungen erfüllt, die dieses Opening vielleicht gestellt hat. Der Film ist eine Hommage an Series aus den 20ern bzw. 30ern. Besonders beim Hauptteil dieses Films und den Rest halt eben. Aller Indiana Jones, auch wenn Indiana Jones eine krassere Hommage an diese sind. Aber das ist ein anderes Thema. Und natürlich ist es sehr spaßig zu sehen. Natürlich ist die Bindung zwischen den jungen Russell und Carl etwa eine sweete, besonders am Ende, mit diesem wundervollen Ende. Natürlich ist der Score von Giacchino auch im Rest des Filmes wirklich grandios und nicht nur bei diesem Opening. Natürlich hat der Film auch sehr viele ikonische Bilder gebracht, wie zum Beispiel das Haus mit den tausenden Luftballons. Und natürlich macht der Film an sich natürlich sehr Spaß. Aber es kommt nie wirklich an dieses wunderschöne, melancholisches Opening dran. Und das ist eben die Problematik bei diesem Film, denn auch wenn es kein schlechter Film per
per se ist, setzt er sehr hohe Erwartungen an. Zumindest bei mir war es so der Fall. Natürlich kann ich auch den Rest dieses Filmes enjoyen. Natürlich ist es etwas silly Adventure Spaß, der auch wirklich Spaß macht. Mit wirklich herzerwärmenden Momenten. Natürlich ist es kein schlechter Film, aber definitiv, wenn man etwa so das betrachtet, ist er etwas zu früh in seiner Runtime gepiekt. Ein spaßiger Film, der etwa wirklich ein wunderschönes Opening hat, aber etwas overrated ist, da viele Leute etwa nur so dieses Opening wirklich betrachten und den Rest dieses Filmes irgendwie oft nicht besprechen bzw. vergessen. Und ich wiederhole mich nochmal, ich habe nichts gegen diesen Film, ich mag ihn wirklich sogar, aber es ist jetzt keines der stärksten Pixar-Outings, auch wenn ich das schon relativ hoch angesetzt habe. Aber kommen wir doch mal zur nächsten Nummer und hoffentlich haben noch nicht etwa ein paar Leute abgesided oder mir hunderttausende Dislikes gegeben. Ich weiß, wieder eine unpopular Opinion vermutlich, aber für mich ist Toy Story 3 das beste Toy Story Sequel und dennoch ist das eines der besten Pixar-Sequels aller Zeiten. Und was soll ich sagen, der Film wurde schon häufige hunderttausende Mal bestimmt besprochen auf YouTube. Natürlich ist es ein grandioses Sequel, natürlich wäre das ein perfektes Finale gewesen für die Toy Story-Reihe, wenn sie mit diesem Film es beendet haben. Aber wenn wir etwas später zu einem anderen Toy Story-Film kommen, erkläre ich genauer, warum ich etwa froh bin, dass irgendwie dieser Film dennoch nicht das Ende war. Aber dennoch, wenn es das Ende wäre, bravo, immer noch ein sehr, sehr, sehr verdammt gutes Ende. Natürlich hat er einen unterhaltsamen Zug mit Lotso, der sowohl etwa intens sein kann, als auch unterhaltsam. Und natürlich entwickelt es etwa die Charaktere, bzw. die Spielzeug-Crew rund um Woody und Buzz ziemlich gut weiter. Und für viele dieser Charaktere ist das perfekte Send-off. Und hey, dieser Film hat uns etwa Pixar kennengegeben. Und generell, das Ende ist natürlich etwa sehr sad, aber natürlich auch einfach das perfekte Send-off für Andy und das ganze Toy Story Franchise, wenn es das Ende wirklich gewesen wäre, was ja mittlerweile nach 6 Jahren anders aussieht, beziehungsweise 8 Jahren mittlerweile schon. Was soll ich sagen? Ich stimme mit dem Internet zu. Es ist ein verdammt gutes Sequel, was gut unterhält und einfach wirklich ein paar sehr emotionale und gute Szenen hat. Vor allem für Leute, die etwa mit dem Toy Story Franchise aufgewachsen sind, beziehungsweise große Fans sind von diesem Franchise. Und dennoch muss ich zugeben, ein Ticken overrated finde ich den Film auch. Irgendwie. Oh Mann, jetzt werde ich bestimmt 100.000 Dislikes kriegen und bestimmt 100.000 Kommentare von kleinen Themen, die mir sagen wollen, du hast doch gar nichts davon, du verdammter, verfickter Kleiner. Oh boy, ich kann schon kaum erwarten, bis das passiert. Anyway, für die Leute, die etwa noch an diesem Video dran geblieben sind und etwa nicht die Hoffnung an mir verloren haben, kommen wir doch mal zum nächsten Platz. Luca ist anders als viele andere Pixar-Filme und dafür liebe ich irgendwie diesen Film. Ist das einer meiner Favoriten von Pixar? Definitiv nein, aber es könnte irgendwann mal in der Zukunft wirklich ein Favorit sein. Denn eine Slice-of-Life-Story, die so simpel wie Luca ist, mit fantastischen Elementen, sieht man von Pixar eigentlich nie, beziehungsweise hat man das noch nie gesehen. So ist das zum einen sehr erfrischend, sowas mal zu sehen, zum anderen muss man auch sagen, dass die Story einfach nur Spaß macht und super fucking charmant ist. Ich meine, die Freundschaft zwischen Luca und Alberto, wirklich charmant etwa dargestellt und auch mit diesem Quirky Girl, ist wirklich einfach nur sehr, sehr, sehr charmant. Auch macht es Spaß, nach einer langen Weile einen neuen Schurken zu haben, der weder ein Twist-Villain ist, noch etwa eine böse, identitätslose, stimmlose, gesichtslose Force von Evil in einem Disney- oder Pixar-Film zu haben, was die etwa in den letzten Jahren, beziehungsweise in der letzten Dekade oft tendiert dazu sind, im Guten als auch im Schlechten. Was soll ich sagen? Luca ist einfach nur ein wirklich charmanter Film und ich find's irgendwie richtig kacke, dass dieser Film wegen seiner Simpelhaftigkeit etwa so oft eher im unteren Sektor von Pixar-Filmen betrachtet wird. Dabei ist Luca natürlich sehr anders als im Vergleich zu vielen anderen Pixar-Filmen, aber sollen wir das nicht etwa mal erwarten? Ich meine, ich sag jetzt nicht, dass jeder etwa Luca mögen müsste, aber irgendwie dann auch schade, dass er wegen der Simpelhaftigkeit bei vielen irgendwie nicht so gut ankam. Denn für mich ist es wirklich einfach nur, wie schon oft erwähnt, ein spaßiger, gut durchdachter und charmanter Film, der uns etwa eine Freundschaft zwischen zwei seeungeheuer Jungs zeigt, die wirklich einfach nur charmant als Packe. Und holy shit, können wir einfach mal kurz über die Designs reden, beziehungsweise den Artstyle, denn die sind wirklich einfach nur grandios. Ich muss schon zugeben, dass ich etwas gelangweilt bin vom selben CGI-animierten Disney-Pixar-Artstyle, den sie etwa in vielen Filmen hatten. Luca bringt etwa was Neues und das supporte ich immer. Generell muss man das zugeben bei vielen der anderen Pixar-Filmen aus den 2020ern. Also Daumen hoch dafür, Luca. Good job. Ich würde das nicht etwa meiden, wenn es noch mehr solche Filme gibt, die etwa so aussehen, beziehungsweise solche sehr cartoony Designs haben. Und bevor das jemand schreibt, ja, ich weiß, kein Timmy. Ich hätte auch einfach nur sagen können, aber random, du könntest einfach nur sagen, dass du etwa Luca charmant fandest. Und ja, ich hätte es sagen können, einfach so. Aber ich hab's nicht getan. Anyway, kommen wir doch mal zum nächsten Platz. Toy Story 4. Und ja, ich finde den Film besser als
Franchise 3, auch wenn es nur ein Ticken vielleicht ist, beziehungsweise wegen anderen Gründen. Es mag zwar vielleicht eine sehr kontroverse Meinung sein, denn Toy Story 4 ist von allen Toy Story Filmen wohl der unbeliebteste von allen, zu halbwegs guten Grunde. Ich meine, der dritte Teil war wirklich das perfekte Send-Off. Also, wer braucht denn so etwa einen vierten Teil? Und für was kann etwa ein vierter Teil wirklich da sein? Das dachten sich viele, inkludiert mir. Und nachdem ich etwa den Film nochmal rewatcht habe, muss ich zugeben, holy fuck, der Film ist wirklich gut. Vor dem Rewatch hätte ich gesagt, dass ich ihn etwa hinter Toy Story 3 gepackt hätte. Aber jetzt nach dem Rewatch sage ich vor 3. Und ganz einfach, weil es vermutlich etwa der beste Woody-Film ist seit Teil 2. Ja, Woody ist mein kleiner Favorit unter den ganzen Toy Story Characters. Und mit diesem Film kriegt er quasi seinen perfekten eigenen Send-Off. Während Teil 3 das Send-Off für die Themes, die Topics, für Andy, für die ganze Spießer-Crew als ganzes Team ist dieser Teil etwa das Send-Off persönlich einfach nur gewidmet für Woody. Und ja, das macht etwa die Buzz-Scenes, beziehungsweise die Momente mit Buzz etwas besser. Aber hey, ich kann davon wegschauen. Ich meine, es ist immer noch nicht etwa Lightyear-Level an eher mehr mäßigen Szenen mit Buzz. Und holy shit, auch wenn dieser Film natürlich etwa viele neue Themen etwa reinbringt, beziehungsweise Themes und Topics, funktioniert es dennoch wirklich gut. Natürlich werde ich jetzt nicht sowas sagen wie Pixar macht mir doch etwa einen 5., 6., 7., 8., 10. Toy Story. Denn ich denke wirklich, man kann mal nach etwa den 4. Teil nicht wirklich viel aus dem Franchise rausholen. Aber ich bin wirklich froh, dass etwa dieser Teil das Ende für das Toy Story Franchise ist. Und was für ein ganz grandioses Ende für den Charakter von Woody. Ich möchte jetzt nicht etwa sehr viel spoilern, beziehungsweise in die Handlung gehen. Das denke, von allen Toy Story Filmen ist es wohl der Film, der wohl am wenigsten eben gesaut worden ist von vielen. Da sie sich denken, who cares, warum brauchen wir etwa einen 4. Teil? Und denen würde ich mal raten, den Film doch eine Chance zu geben. Vielleicht kann er euch überzeugen, vielleicht auch nicht. Für mich definitiv etwa ein Film, der überraschend gut war und vielleicht etwa nicht etwa das Recht hatte, so überraschend gut zu sein, aber ich wirklich froh bin, dass er dies wirklich auch ist. Bravo Pixar, ihr habt 4 grandiose Toy Story Filme gemacht und dann Lightyear. Was ein seltsamer Track Record für das Toy Story Franchise. Turning Right ist ein kontroverser Pixar-Film für viele Gründe. Manche Kritikpunkte sind verständlich, andere dagegen. This film takes place less than a year after the September 11 terrorist attacks. I bring this up because it radically altered the culture of the time, in ways that make this movie feel exceptionally ignorant of the time. Eher weniger so, eher weniger so. Aber was halte ich denn nun von Turning Red? Nun, ohne zu lügen, würde ich sagen, ich mag den Film sehr. Es ist definitiv, genauso wie viele der anderen 2000er, 20er Filme, ein sehr, sehr anderer Pixar-Film. Und das ist wirklich gut. Es ist immer erfrischend, wenn etwa ein Studio wie Pixar nach so vielen Jahren, nach so vielen Filmen, sich etwa neu ausprobiert, mit Richtungen, die natürlich etwa nicht jeden etwa ansprechen und vor allem für Die Hard Pixar-Fans vielleicht etwa manchmal off-putting sein könnten, aber ich finde das immer erfrischend. Und Turning Red ist größtenteils etwa auch so ähnlich wie bei Luca eine Slice of Life Story, auch wenn wir etwa mit der Panda-Story, also den roten Panda-Story, eben auch ein mythisches Element haben, was mir auch sehr gut gefällt. Auch wenn wir alle genau wissen, für was dieser rote Panda etwas stehen soll, beziehungsweise was für eine Metaphor das ist. Ich glaube, ich muss das niemandem erklären, was das für eine Metaphor ist. Natürlich ist es vielleicht etwas on the nose, aber ich persönlich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Genauso wie bei Luca hat es auch einen deutlich cartoonigeren Stil bzw. Artstyle. Und den mag ich wirklich sehr. Die Animationen sind wirklich ziemlich gut und machen Spaß. Und das große Ende, wenn auch etwas unerwartet, macht auch Spaß, auch wenn es manche Elemente gibt, wo es eher weniger was davon gesehen hätte. Turning Red ist für mich etwa so ein Zwischending zwischen den typischeren Pixar-Filmen und den eher mehr experimentellen Pixar-Filmen. Es hat die epischen Elemente, die etwa ein Lightyear versucht hatte zu haben, die gleich auf Light-Momente von Luca, aber auch noch die emotionalen Hitters, die eine emotionale Szene bei den Pixar-Filmen, die eigentlich fast jeder Pixar-Film hat. Und was soll man sagen, der Spagat ist zwar jetzt nicht vielleicht perfekt gelungen, aber für mich gesehen ist es ein ziemlich guter Spagat. Also, falls ihr Turning Red noch nicht gesehen habt, kann ich den euch wirklich ans Herz legen. Vielleicht mögt ihr ihn, vielleicht auch nicht. Der Tag der Toten ist ein super fucking interessanter Feiertag meiner Meinung nach. Und wir reden einfach zu wenig darüber. I mean, ja, es ist ein mexikanischer Feiertag und ich weiß jetzt nicht, ob es auch in anderen Ländern gefeiert wird, aber der Tag ist einfach wirklich interessant. Und lustigerweise geht unser nächster Platz genau um diesen Tag, denn etwa dieser Tag hat 2 wirkliche Banger-Animationsfilme gebracht. Und zwar The Book of Life und unser jetziger Platz eben Coco. Was kann ich sagen zu Coco, was nicht etwas schon gesagt worden ist? Es macht so vieles richtig und ist einfach nur ein wunderbarer Film. Mit einer Liebe zur Musik, mit einer wunderbaren
Ästhetik von diesem Feiertag. Mit likable Characters, mit so einem guten Twist-Willen. Also bravo mal Pixar, dass ihr nach all den Jahren immer noch einen guten Twist-Willen habt. Disney sollte sich vielleicht etwa eine Scheibe von euch abschneiden. Und allgemein ist das wirklich ein emotionaler Hitter, beziehungsweise auch ein wirklich unterhaltsamer, guter, spaßiger Film. Coco hat etwa gute Charaktere und einen wirklich interessanten Plot-Twist, wo ich sagen muss, eventuell ist das mein Lieblingsplot-Twist in einem Pixar-Film. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich mag wirklich diesen Plot-Twist. Zu sehen, dass dein Idol eigentlich ein richtiges Arschloch ist und der größte Sorg aller Zeiten vermutlich ist, der quasi einfach nur eine Idee von jemand anderen ausgebeutet hat. Hätte ich jetzt nicht erwartet bei einem Pixar-Film. Umso mehr mag ich etwa, dass man sich doch entschieden hat, sowas reinzumachen, beziehungsweise reinzubringen. Auch wenn Coco einen sehr guten Ruf hat, beziehungsweise eine sehr hohe Beliebtheit hat, würde ich schon sagen, dass wir vielleicht etwas mehr über diesen Film reden sollen. Denn er hat so viele interessante Schichten, macht Spaß und hat ein wirklich fucking gutes Ende. Ich meine wirklich, ich werde jetzt nicht lügen, wenn ich sagen würde, dass es vermutlich eins der besten, wenn nicht sogar das beste Ende von einem Pixar-Film ist. Es bringt alle losen Kabels miteinander und hat ein wirklich schönes, emotionales Payoff. Coco ist eine definitive Empfehlung, vor allem allein schon wegen der Ästhetik, die einfach nur more ist. Wenn ich mit 3 Wörtern Toy Story 2 beschreiben müsste, würde ich einfach sagen, das perfekte Sequel. Denn es ist buchstäblich eines der besten Sequels und damit übertreibe ich nicht. Denn schauen wir uns mal etwa die Checkliste an. Es erweitert die Welt von Toy Story 1 in einer interessanten und neuen Art. Es macht mehr mit den Zeitcharakteren aus Toy Story 1. Es gibt uns neue Seiten über die Hauptcharaktere, also Woody und Buzz. Entwickelt sie logisch weiter und interessant auch weiter. Es bringt uns neue Charaktere wie Sassy, die sowohl sympathisch als auch interessant sind. Und es zeigt noch mehr etwa diese Spielzeugwelt, die wir schon etwa im ersten Teil angekratzt haben. Und hey, wir haben etwa sogar einen Buzz und Sorkin als Sid. Und ja, er war ein Twist-Villain. Ja, ich weiß, die Twist-Villain gehen uns etwa alle auf den Sack. Seitdem Disney und Pixar die etwa in den 2010er overused haben in den negativsten Art und Weise. Aber dieser war wirklich gut. Und das kann man denen wirklich nicht nehmen. Die Animationen sind auch natürlich etwa ein Improvement. Schockierend zu denken, dass dieser Film fast nie rausgekommen wäre, wegen etwa einem kleinen Fehler. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Was bleibt mir zu sagen, außer ich mag Toy Story 2 sehr. Es ist grandios, es macht alles richtig, was ein Sequel machen soll. Es macht Spaß, es unterhält, es entwickelt die Charaktere logisch weiter und bringt uns etwa ein paar nice Star Wars Referenzen. Also Props dafür. Und mehr habe ich wirklich nicht etwas zu verlieren. Es ist einfach ein wirklich gutes und unterhaltsames Sequel. Bringen wir doch aber mal auf den nächsten Platz. Mittlerweile ist das ein Running Joke, dass unter vielen Leuten etwa gesagt wird, ja, Pixar hat doch auch so eine Formel, wo die etwa eine Sache nehmen und sagen, was wäre, wenn die etwa Emotionen hätten. Und hier hat man das etwa literally genommen. Und zwar, was wäre, wenn Emotionen hätten und ihre eigenen Personen bzw. Leute wären. Und was soll ich sagen? Inside Out ist dennoch ein sehr guter Film. Vor allem für so ein Thema, was so etwa ein sehr abstraktes ist, im Vordergrund zu setzen, hat er das wirklich gut gemeistert. Zum einen haben wir etwa eine sinnige Story, zum anderen haben wir sehr kreative Konzepte und eine teilweise philosophische Idee. Zum anderen haben wir 2 quasi-Stories, Arcs, für einmal Zoe und einmal das Hauptmädchen, wo etwa die ganzen Emotionen stehen und sitzen, Riley. Und das bleibt gut auf. Man könnte mal denken, dass so ein Film sehr schnell etwa verkackt werden kann, weil viele Dinge etwa beachtet werden müssen, beziehungsweise Emotion ein sehr kompliziertes Thema ist und die etwa wirklich bildlich darzustellen. In so einer Form ist nicht gerade etwa super einfach. Aber Inside Out schafft das wirklich grandios. Mit grandiosen Voice-Acting von allen Emotionen und auch etwa den Menschen, sei es nun Rileys Vater und. Von cleveren Witzen, wo etwa die ein oder anderen sogar etwa einen kleinen Schmutzler aus mir brachten. Von einem interessanten Arc für sowohl Riley, also das Hauptmädchen eben, und etwa die Emotion Zoe, wie sie etwa erkennt bzw. realisiert, dass etwa auch solche Emotionen wie Trauer, Ekel, Wut, Angst auch wichtig sind und auch mal etwa die Kontrolle haben sollten über Riley und ihre Emotionen, ihre Gedanken, ihre Gefühle. Und generell das Ende, holy shit, ist das wirklich ein bangerhaftes Ende. Es hat den emotionalen Hitter und es ist einfach nur grandios. Ein wunderbarer, bittersüßer Payoff zu diesem Film. Und ich wundere mich etwa wirklich, anscheinend soll ja etwa ein Sequel zu diesem Film kommen, aber was will man da wirklich erzählen? Ich denke, als Solo-Film passt dieser Film einfach perfekt. Es ist ein sehr grandioser Film, der etwa dieses abstrakte und dennoch sehr interessante Thema sinnig, gut, witzig und emotional wirklich gut rüberbringt. Bravo Pixar, bravo, ein wirklich guter Film. Sicherlich ist das jetzt eine unpopular Opinion, aber für mich ist etwa Monsters University das beste Sequel, Spin-off, Prequel, was auch immer von Pixar. Ich weiß, wir alle lieben die zahlreichen Toy Story Sequels und keine Frage, wie schon erwähnt, mag
ich die auch alle. Aber für mich connectet etwa Monsters University auf einer persönlichen Ebene etwas mehr. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. Zum einen muss ich sagen, dass die Monsterwelt von Monsters Inc. wirklich etwa gut zum Expandieren möglich ist. Zum anderen finde ich es einfach klasse, dass wir mal einen College-Film gekriegt haben im Animationssektor, was eigentlich fast kaum bis selten der Fall war. Und natürlich erfüllt er ein paar Klischees aus solchen College-Filmen, aber I don't mind. Vor allem wegen das fantastische Ende bzw. den kompletten dritten Akt lohnt sich der Film. Denn die Main-Aussage von diesem Film ist, du kannst so viel lernen, wie du willst, aber du wirst bei einer Sache vielleicht immer noch nicht gut sein, wegen anderen Gründen. Das heißt aber nicht, dass du etwa schlecht automatisch bist. Du kannst was anderes finden, worin du richtig gut bist. Anders als zum Beispiel die andere Person, die etwa vielleicht besser ist in diesem Aspekt, wo du eigentlich besser sein willst. Sicherlich habe ich die Message etwa sehr kacke rübergebracht und ich verlinke lieber mal einfach das Video von The Stop, der etwa ein fantastisches Video gemacht hat zum Thema dieses Filmes und zu der Message von diesem Film. Ich wollte generell mal so ein Video zu Monsters University machen, weil ich finde den Film super underrated. Also Link dazu in der Infocard oder in der Videobeschreibung, wo auch immer ihr das sehen werdet. Eine fantastische Message, die vielleicht auf den ersten Blick etwa kacke wirkt, aber definitiv alles andere als kacke ist. Der Film weiß, wie man etwa gut unterhält, er hat spaßige Side-Characters und ist auch einfach eine spaßige Side. Ich kann verstehen, dass Leute etwa diesen Film nicht mögen, aber von allen Pixar-Sequels, Spin-Offs, Prequels, abseits von den Toy Story-Filmen, denke ich mal, dass er am meisten was dazu addet zum Original. Es ist eine fantastische Origin-Story von einer unklassen Freundschaft, die wir etwa in Peak-Form in Monsters Inc. am Anfang sehen. Und ich kann halt wirklich nicht aufhören, einfach über diesen Film zu gassen. Vielleicht bin ich etwa in der Minority da, aber ich liebe diesen Film wirklich. Ein fantastischer Film mit grandiosen Animationen, der einfach unterhält und uns Mike etwa auf eine andere Art und Weise zeigt als im Original. Und hey, was soll etwa ein gutes Sequel, Prequel, was auch immer zeigen, außer etwa neue Seiten von den Charakteren, die wir etwa im Original vielleicht nicht gesehen haben, beziehungsweise davon noch nicht mal wussten. Das erfüllt wirklich alles, was ich von einem guten Prequel haben will. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Film haltet, weil vor allem bei diesem Film denke ich, dass die Meinungen sehr, sehr, sehr verschieden sind. Also würde mich etwa interessieren, wie ihr zu diesem Film steht. Aber anyway, kommen wir doch mal zum nächsten Platz, der hoffentlich etwa nicht so kontrovers sein wird wie die anderen. Brad Bird ist ein Meistermind in seinem Handwerk. Ich meine ein Film, wo ein Typ gelangweilt von seinem Arbeitsleben ist, was ihn irgendwie quasi einsperrt und etwa den glorreichen Tagen hinterher sehend die Chance dazu kriegt, etwa die wieder zu erleben, beziehungsweise die wieder zu haben, aber am Ende realisiert, dass alles, was er in seinem Leben brauchte, einfach nur seine supportive Family ist wirklich ein guter Plot. Und by the way, die sind auch noch Superhelden, also doppelt nice. Ja, das ist der Plot von dem ersten The Incredibles, aka die Unglaublichen. Und was soll ich sagen? Brad Bird kann mal vor allem bei seinen früheren Arbeiten einfach nur loben. Der Mann weiß wirklich, wie er mal etwa eine clevere Story schreibt, mit grandiosen Animationen, der einfach nicht etwa auf das Gimmick einfach nur relied, sondern etwa eine gute, clevere, durchdachte Story hat. Ich meine, nicht ohne Grund wird etwa The Incredibles oft als einer der wenigeren Superheldenfilmen gecredited, wo auch Leute, die eher wenig bis kaum was mit Superhelden anfangen können, den wirklich setzen oder sogar lieben. Nicht nur wird er als einer der besten Superheldenfilme angesehen und nicht nur ist er quasi der beste Fantastic Four Film, der kein Fantastic Four Film ist, auch wenn die Family-Dynamik etwa grandios ist und ich warte immer noch auf den Tag, wo wir einen Fantastic Four Film kriegen, mit so einer Familiendynamik, dann wäre die Welt wirklich ein besserer Ort. Und nicht sowas wie fucking Fantastic. Fox, du widerst mich einfach an. Warum hast du Fantastic gegreenlightet? Warum, Fox? Warum? Anyway, kommen wir mal wieder zurück zu The Incredibles. Ein cleverer, geschriebener Film, der wie gesagt etwa nicht nur auf das Gimmick, ja, die sind alle Superhelden und haben Powers, relied, sondern etwa eine gute Story hat, mit spaßigen Momenten, mit kreativen Action-Scenes und mit einem grandiosen Twist-Bilden, der quasi einfach nur eine Parodie darauf ist. Mein Idol hat mich etwa verraten und jetzt bin ich etwa gegen ihn. Es könnte wirklich einfach nur ein He's just like me for real Charakter werden. Ihr habt das zum erst von mir gehört. Also verbreitet den Hashtag überall auf Twitter, Reddit, YouTube, wo auch immer. Hashtag He's just like me for real Syndrom. Der beste Hashtag aller Zeiten. Aber ja, der Film macht einfach nur Spaß und ich bin wirklich immer noch enttäuscht, wie stark das Sequel mich doch eher mehr enttäuscht hat. Der Film ist wirklich eins der besten Pixar-Filme und er hat natürlich etwa auch einen guten Grund, diesen Status zu haben. Persönlich gibt es natürlich einen Brad Bird-Film von Pixar, den ich etwas mehr bevorzuge und zu dem wir ja später kommen, aber dennoch ein grandioser Start zum Studio. Und by the way, der Film ist auch noch funny. Ich meine, ist einfach nur ikonisch as fuck und funny. Kommen wir aber mal zur nächsten Nummer. Die Monster AG bzw. Monsters Inc. ist einfach nur klasse. Es ist ein verdammt unterhaltsamer Film und er ist vermutlich auch der witzigste Pixar-Film. Ich meine, sowohl die Memes als auch die In-Jokes
Songs von diesem Film, als auch die Rolling Songs sind einfach wirklich so gut wie fast alle. Und hey, wir haben endlich mal etwa einen Animationsfilm, wo uns etwa nicht etwa ein unklassisches Duo gezeigt wird und wir etwa sehen, wie die etwa zum Team werden. Nein, wir starten direkt damit und haben eine grandiose Chemie zwischen Mike und Sully. Der Film ist wirklich grandios, wirklich verdammt unterhaltsam und auch zum Teil sehr wholesome. Es gibt natürlich etwa ein paar Klischees, die etwa in diesem Film auch gemacht werden, aber die fühlen sich mehr earned an als bei anderen Animationsfilmen oder generell bei manchen anderen Filmen. Beispielsweise der Freundessplit zwischen Mike und Sully, der fühlt sich wirklich gut und earned an. Es fühlt sich nicht einfach so an, als wäre das reingeforst worden oder dass es einfach so da ist, weil es steht auf der Steckliste, also müssen wir das auch da haben. Nein, es fühlt sich wirklich einfach earned an. Die Sorgen, wie zum Beispiel Randall, unterhaltsam as fuck und auch der Twist, den wir hier haben, ist wirklich etwa clever gemacht worden. Und was soll ich denn mehr sagen, außer Monsters Inc. rockt. Es ist ein unterhaltsamer Film mit einem fantastischen Comedy-Timing, mit wholesome Momenten zwischen Sully und Boo, mit einer guten Dynamik zwischen unseren zwei Hauptfiguren und den zwei Freunden, also Mike und Sully. Und es präsentiert uns eine interessante Welt mit interessanten Konzepten und hat etwa ein sehr gutes Ende. Gleichzeitig kann ich aber nicht sagen, für die Serie, die etwa auf Disney Plus läuft, ich habe ein paar Folgen reingesaut. Es ist nicht das Schlimmste der Welt. Es erwartet die Monsters Inc. World ganz interessant, aber es kommt nie etwa wirklich auf die Höhen von den anderen zwei Filmen an. Aber anyway, Monsters Inc. rockt, unterhaltsamer, fantastischer, kreativer Film. Nach einer holprigeren Dekade mit den 2010er hatte ich wirklich etwa meine Erwartungen an Pixar-Filmen etwas heruntergesenkt. Natürlich gab es in den 2010ern immer noch viele grandiose Pixar-Filme, ich meine Inside Out, Coco, Monsters University und so weiter, aber so richtig die großen Banger, diese Filme, die mich etwa emotional wirklich etwa packen und etwa mir das Herz etwa raushauen, gab es etwa in dieser Dekade eher weniger was davon. Und Holy Shit, wie kann etwa nur der zweite Film in der neuesten Dekade von Pixar so verdammt gut sein? Natürlich rede ich etwa von den Filmen Soul, wo es immer noch etwa mad bin, dass wir etwa niemals diesen Film im Kino gesehen haben, beziehungsweise dass er nur etwa ein Disney Plus Original wurde. Ich hätte wirklich gern diesen Film etwa im Kino gesehen, weil Holy Shit, der Film ist etwa wirklich grandios. Soul ist ein Liebesbrief an Sass, Soul ist ein Liebesbrief ans Leben als solches. Es ist ein irgendwie anderer Pixar-Film und dennoch etwa so verdammt Pixar. Es ist ein komplizierter Film zu werden, denn zum einen haben wir etwa den sehr philosophischen Part über das Leben, für was man etwa gelebt hat, wenn man etwa nicht das Ziel, was man unbedingt erreichen wollte, erreicht hat und was das Leben etwa noch sonst bietet, außer dieses eine große Ziel etwa zu erreichen. Zum anderen haben wir etwa eine kleine, aber feine Buddy-Swap-Story, wo es etwa sagen muss, ja, ich kann definitiv die Kritik sehen, warum etwa Leute diesen Teil des Filmes eher weniger mögen, aber ich mag den wirklich. Natürlich ist das nicht so perfekt wie etwa ein paar dieser Key-Scenes, wo wir etwa Soul sehen, wie er eben sein Instrument spielt und etwa die ganzen wunderschönen Erinnerungen etwa in ihn aufkommen. Natürlich, aber es hat Spaß gemacht. Es hatte ein paar duffige Witze-Szene, ich meine, diese Pizza-Szene ist ein bisschen knuffig und allgemein hat es etwa einen interessanten Ansatz gemacht. Ich meine, die ganze Friseur-Szene hätten wir vielleicht etwa dadurch nicht gekriegt und die ist wirklich grandios. Soul ist ein Film, wo ich etwa so lange etwa überlegt habe, diesen Film etwa ein eigenes Video zu widmen. Und vielleicht mache ich das irgendwann mal auch. Denn über Soul kann man so vieles sagen, was ich etwa in diesem kurzen Part jetzt nicht sagen werde. Was ich aber sagen kann, Soul kam genau zur richtigen Zeit. Vielleicht etwa nicht am richtigen Ort, aber zum richtigen Zeitpunkt. Es ist ein wunderschönes Liebesbrief ans Leben als solches, an Ziele, an Talente. Und es hat auch natürlich Jazz Music, wovon ich etwa ein großer Fan, ehrlich gesagt, bin. Was will man mehr? Und Holy Shit, die Animationen sind auch wunderbar. Ich meine, es ist irgendwie verrückt, etwa nachzudenken, dass die Menschendesigns etwa von Pixar nach über 23 Jahren, glaube ich, so sich stark verändert haben. Wenn man sich zum Beispiel jetzt etwa die Menschendesigns von Toy Story 1 anschaut und die von Soul. Soul ist etwas Besonderes und wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, was macht ihr hier? Schaut diesen Film. Aber natürlich, wenn ihr das Video erstmal zu Ende geschaut habt. Soul ist einfach nur grandios. Wirklich eine verdammt große Empfehlung meinerseits. Ein etwas anderer Pixar-Film, der dennoch etwa alles hat, was ein guter Pixar-Film eben hat. Einfach nur wow. Aber kommen wir doch mal zu Platz 1 und 2. Und wie schon mehrfach angeteasert in diesem Video, es handelt sich hierbei um zwei meiner absoluten Lieblingsfilme. Also wird es schwer sein, sich zu entscheiden, welcher auf Platz 2 kommt und welcher auf Platz 1. Und da dachte ich mir, das ist doch mein Ranking. Also fuck it. Beide Plätze sind etwa 1. Es gibt keinen Platz 2. Beide sind auf Platz 1. Reden wir mal über beide einfach mal. Zum einen haben wir natürlich etwa den wunderschönen Film Wall-E, der etwa im Kern einfach eine wunderschöne Liebesgeschichte zwischen zwei ungleichen Robotern ist, die zwar etwa kein großes Wort gewandt haben, aber das den Film umso schöner macht. Und natürlich auch so wie bei oben hat der Film schon zwei Hälften, beziehungsweise sogar etwas weniger, zwei Hälften, die etwas sich
sich gegeneinander beißen, aber hier finde ich passt es doch eher mehr. Und ich kann der zweiten Hälfte mehr abgewinnen, dass sie etwas zum ersten Teil auch passt. Denn der erste Teil sind nicht nur etwa das Opening, sondern wirklich die erste Hälfte des Filmes, kann man so sagen. Wir sehen etwa Wall-E und seinen Alltag, dann sehen wir etwa, wie Eve etwa auf den Planeten kommt und wie sich Wall-E und Eve quasi verlieben. Und es ist einfach eine wirklich wunderschöne Liebesgeschichte. Der zweite Teil, der eher mehr actionorientierter ist, macht auch Spaß mit einer dystopischen Zukunft, wo wir etwa alle faul sind und auf einem Weltraum-Kreuzfahrtschiff quasi leben und die Erde etwa einfach in kaputten Zustand etwas zurückgelassen haben. Was kann man dazu mehr sagen? Natürlich ist es auch etwa relativ ein modernes Topic, beziehungsweise eine moderne Zukunftsvorstellung. Da wer weiß, vielleicht wird das wirklich passieren. Ich würde es der Menschheit zutrauen, aber hoffen wir mal das nicht. Wall-E ist im Kern eine Liebesgeschichte und vermutlich meine Lieblingsliebesgeschichte in irgendein Medium. Es kommt mit wenigen Wörtern aus, es nutzt kaum Klischees und es ist einfach nur wunderschön. Es hat wirklich wunderschöne Bilder und wunderschöne Animationen. Die Integration von Live-Action-Material in Wall-E ist auch wirklich grandios und der TV von Wall-E, wo etwa ältere Filme anschaut. Was kann man zu diesem Film sagen, außer dass dieser Film wirklich in vielen Aspekten einfach nur grandios ist. Eine gute Messe ist, dass wir etwa unseren Planeten besser aufpassen sollen, auch wenn das viele Leute nicht machen, aber dennoch auch noch ein hoffnungsvolles Ende, dass die Dystopie etwa sich ändern kann, wenn wir alle zusammenarbeiten, was, let's be real, in der Realität vermutlich etwa erst im schlimmsten Fall passieren wird. Aber hey, hoffen wir doch mal aufs Beste einfach mal. Und eine wirklich wunderschöne Liebesgeschichte. Ich sag's euch, wenn ihr Wall-E nie gesehen habt und dieses Video immer noch schaut, was macht ihr hier? Schaut Wall-E als erstes, kommt zurück, sagt wie gut Wall-E war und dann schaut etwa den Rest des Videos. Und dann schaut den Rest des Videos und schaut euch dann direkt Wall-E an. Geht auch. Der zweite Film, der einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, kam sogar ironischerweise etwa vor Wall-E, ein Jahr davor, und zwar Ratatouille. Wie schon angeschnitten, Brad Bird ist ein Mastermind. Ich meine, er hat Iron Giant gemacht und The Incredibles. Ja, er hatte auch The Incredibles 2 gemacht, aber über den reden wir mal nicht. Und Ratatouille ist ein Magnum Opus. Und dabei meine ich etwa nicht vom Scale her, denn Ratatouille ist vermutlich etwa der wohl kleinste von Scale her von den ganzen Brad Bird Filmen. Es geht nicht über Superhelden, es geht nicht um eine Killermaschine. Nein, es geht einfach um eine Ratte, die kochen will. Und ja, die Idee klingt vielleicht etwa absurd am Anfang, aber holy fucking shit, wird die gut umgesetzt. Das Writing in diesem Film ist einfach nur brillant. Die Jokes in diesem Film zünden immer. Und der Film hat einfach so viel Liebe. Ich meine, es gibt so viele ikonische Szenen, wie zum Beispiel, wie der Remy das erste Mal Käse isst und etwa dann so quasi in einen Drogentrip kommt, wie gut das ist und so weiter. Es ist einfach wunderschön. Und die Message, everyone can cook. Bravo, Brad Bird. Bravo. Die Charaktere sind wirklich sympathisch und entwickeln sich logisch weiter. Der Film hat keine Angst davor, etwa auch mal einen Charakter in einer Arschloch-Persona zu zeigen. Und das finde ich wirklich grandios. Der Film hat so viel Herz und lustigerweise, auch wenn sich die zwei Hauptfiguren quasi nicht verständigen können mit Wörtern, wissen die immer, was der andere etwa quasi denkt. Und das finde ich auch wirklich clever, denn man könnte mal den einfachen Weg gehen und sagen, alle Mäuse können reden und Remy kann auch reden. Aber nein, Brad Bird ist etwa den subtleren Weg gegangen und das zeigt es hier. Das lohnt sich wirklich hier. Der Film ist sehr inspirierend und hat sehr viele Aspekte. Es fühlt sich noch nicht mal so an, als wäre das ein Pixar-Film und das meine ich etwa im positiven Sinne. Er hat die emotionalen Beats, es hat das clever Writing, es hat grandiose Animationen, die auch noch heutzutage wirklich grandios sind, auch nach 15 Jahren. Es ist einfach wirklich ein Meisterwerk. Und was soll ich sagen, außer beide Filme sind etwa für unterschiedlichste Gründe etwa wirklich grandios. Ich liebe beide Filme für die unterschiedlichsten Gründe und es sind einfach zwei wirklich grandiose Filme. Am Anfang habe ich vielleicht etwa ein bisschen zu dickig oder Circus über manche Pixar-Filme geredet, aber das zeigt einfach nur daran, dass es wirklich einfach nur will, dass das Studio etwa die besten Filme, was es etwa raushauen kann, raushaut eben. Pixar, wenn es etwa auf seinem Top ist es eins der besten Filmstudios aller Zeit. Es nutzt das Filmmedium zu seinem Extent einfach nur brillant. Zu seinen schlechten Momenten kann etwa Pixar arid oder sogar manchmal langweilig einfach nur sein. Und wollen wir wirklich etwa einen Pixar-Film haben, der langweilig ist? Ich denke nicht. Wie schon auch angeschnitten in diesem Video, diese Dekade ist wieder mehr experimenteller. Und ich bin wirklich gespannt auf Elemental und alle anderen weiteren Pixar-Filmen, die uns etwa in der Zukunft erwarten. Ich hoffe, Pixar wird etwa noch eine große Zukunft haben und wird nicht etwa nur ein Disney Plus Original Movie einfach nur werden und irgendwann mal geschlossen werden. Nein, das hoffe ich wirklich nicht. Pixar ist ein grandioses Studio, was etwa sich einen guten Ruf aufgebaut hat, in den 2010ern etwas geswesset hat oder gespargelt hat und jetzt in den 2020ern mehr Neues versucht und wenn auch nicht etwa alles pay-offt, kann man das respektieren. Also ich bin gespannt auf jeden Fall, was du Pixar etwa uns noch etwas zeigen wirst. Für Stories, sei es nun etwa emotionale Hitter, cleveres Writing wie bei
Ratatouille, wunderschöne Bilder wie bei Wall-E oder auch einfach mal was anderes wie bei Luca oder Turning Red. Aber jetzt seid ihr dran. Was haltet ihr von Pixar? Was ist euer Lieblings-Pixar-Film? Und worauf seid ihr gespannt? Und was ist auch natürlich eure Lieblingsart von Pixar-Film? Schreibt das alles in die Kommentare. Und bis dahin, wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich.